Esther Maria Magnis ist für die deutschen Glaubenszeugnisse das, was J.D. Salinger für den amerikanischen Roman war. Ein einziges Buch im ganzen Leben und es ist trotzdem so, als sei ein Wirbelsturm durch die Bücherkiste gefegt. Gott braucht dich nicht, heißt das Buch, das Lebenszeugnis, Bekehrungszeugnis. Was war da los? Unter all den freundlichen, sanften und Anselm Grün gewohnten spiritual gütiger Gegenwartsspiritualität ist Esther Magnus ein sperriges Trampeltier. Sie ist sozusagen der spirituelle Elefant im Porzellanladen oder die Nena Hagen im Blockflötenorchester. Raus aus den Bildern. Bei Esther Magnus gibt es nur die eine einzige Wahl: für Gott oder gegen ihn. Und dazwischen ist hauptsächlich Spannung und ein langer Weg, um in dieser Spannung Gott zu entdecken. Das tut einfach gut. Dazwischen ist hauptsächlich Spannung und ein langer Weg, um in dieser Spannung Gott zu entdecken. Außerdem ist sie ein kleines Sprachwunder, bei dem man nur eines bedauern muss, dass sie nicht endlich ihr zweites Buch schreibt. Hi, ich bin Don Phil, Priester der Gemeinschaft St. Martin und Teil vom Team von Ad Fontes. Wir sammeln auf ad-fontes.org die beste christliche Literatur. Bitte unterstützt unsere Arbeit, indem ihr dieses Video liked, indem ihr dem Kanal folgt und uns auf ad-fontes.org besucht. Das ganze Buch Gott braucht dich nicht ist ein Zeugnis, also ein Bekehrungszeugnis. Es geht um Verlorensein, es geht um Einsamkeit, es geht um Verlassenheit, um Atheismus, um den Tod von mehreren Verwandten und dann eben auch um diesen Lichtstreifen von Erlösung am Horizont. Hier ein paar Zeilen von ihr. Erlöst von dem ganzen christlichen und humanistischen Trott, der einen zwingt, das Leben ernst zu nehmen und die erfundenen Regeln einzuhalten. Erlöst von allem, was einem in der Schule beigebracht wird, worauf sich die Gesellschaft zum Teil geeinigt hat und was sie zum Teil befolgt, wenn sie weiß, dass sie dazu bei der Handlung bestraft wird. Wir Menschen sind frei, weil wir nichts lieben. Das wurde mir klar. Niemand kann mich zwingen zu glauben, dass wir eine Würde haben. Sollen sie ihre Mythen den Kindern erzählen? Ich glaube nicht an unseren Wert. Ich glaube nicht an den Wert dieser Welt. Die wird vorbeigehen. Das sagen sie alles selbst. Und aus dieser meinungslosen Stille, die nach der Welt kommen wird, empfing ich damals in der Nacht diese neue Form der Freiheit. Wer diese Todesstille in sich entdeckt, wer bemerkt, dass sie in einem selbst schon angebrochen ist, dessen Freiheit wird sich auf einmal entfalten. Vom Jetzt bis eben zu dem Tag, da der letzte Mensch gestorben ist, der letzte Geist erloschen. Noch weiter. Wer die Freiheit aus dieser Stille in sich entdeckt, der muss nicht mehr kämpfen. Der muss nicht mehr lieben, den zaubert das nicht. Ein Lächeln aufs Antlitz. Dasselbe, das wir von den Leichen kennen. Erlöst vom Dasein. Dieses Lächeln kann man schon im Leben haben, wenn man nur die Hinweise. Vielleicht ist die größte Konfrontation, die man im spirituellen Deutschland wagen kann, die mit dem ominösen Ding Wahrheit. Gefährlich, bedrohlich, einengend. Sie werden nicht besonders erstaunt sein, wenn ich Ihnen sage, dass Esther Magnus ein paar handfeste Zeilen zur Wahrheit hat. Bitte. Und wenn du schreist, es gibt keine Wahrheit, dann beweis mir die Wahrheit an dem Satz. Und wenn du es nicht kannst, dann geh zurück in die Gräber und zersetz die Leiber, die wirklich tot sind, aber nicht meinen Geist und nicht den meines Landes. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nicht, was gut und was böse ist. Ich habe Ahnungen, ich habe die Wahrheit nicht. Aber ich glaube, dass es sie gibt. Oberhalb, dahinter, dass man sie streifen kann. Ich glaube, dass es ein Sein der Dinge gibt, dass es die Wahrheit gibt und darum auch die Wahrheit der Welt. Ja, liebe Esther Magnus, haben Sie nichts mehr zu schreiben und haben Sie auch nichts mehr zu sagen? Machen Sie doch Schluss endlich mit den ganzen Autorenlesungen mit Geigenmusik und schreiben Sie endlich noch ein Buch, es wird gelesen werden. Danke.